Der Start zum bereits 10. Reisetag ist geglückt. Kristiansund liegt hinter uns und so begrüßen wir euch mit einem Grüezi miteinander zu Teil 3 unserer Reise durch Skandinavien. Im letzten Teil sind wir von Jörpaland über Bergen und Lom bis nach Kristiansund gefahren. Auf dem Weg lagen beeindruckende Landschaften wie der Sonjefjellet oder der Tintevegen. Falls ihr das verpasst habt, schaut doch gerne einmal rein. Heute führt uns die Route von Kristiansund über Trondheim bis nach Stiklestad. Stiklestad selbst haben wir am Vorabend eher zufällig gewählt, da wir in Steinkjer, unserem eigentlichen Ziel, keine passende Unterkunft fanden. Dass dies eine gute Entscheidung ist, ahnen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und wenn wir schon beim Thema Unterkunft sind, nein, wir haben weder wild noch sonst wie campiert. Meistens übernachteten wir in Hotels, manchmal in Apartments und in 2-3 Fällen auch in einer Hütte. Und ja, Hotels sind teuer, besonders je weiter man in den Norden kommt. Jetzt werden sicher einige von euch laut aufschreien. Wie kann man in Skandinavien bitte nicht campen? Die Antwort ist simpel. A. Wir sind nur mit einem Motorrad unterwegs und zusätzlich noch Campingausrüstung mitzunehmen, ist pack- und gewichtstechnisch schlicht nicht machbar. B. Wir sind nicht mehr die Jüngsten und haben in unserer Jugend, was Camping betrifft, schon alles erlebt. Jetzt ist die Zeit gekommen, es etwas gemütlicher anzugehen. Was zu einer guten Skandinavienreise dazugehört, ist natürlich das wechselhafte Wetter. Und heute ist genauso ein Tag. Regen und Sonne wechseln sich ständig ab. Gegen Mittag erreichen wir Trondheim. Gerne hätten wir hier einen Ruhetag eingelegt, doch der Zeitplan lässt dies leider nicht zu. Nicht so schlimm. Schließlich müssen wir für unsere nächste Norwegenreise ja auch noch Ziele übrig lassen. Hier aber trotzdem noch 2-3 Fakten zu Trondheim. Mit etwas über 200.000 Einwohnern ist Trondheim die drittgrößte Stadt Norwegens. Bekannt ist sie als frühere Hauptstadt des Landes und Krönungsstadt. Berühmt ist der Nidarosdomen, die größte gotische Kathedrale Skandinaviens. Wintersportmäßig tummeln sich hier vor allem die nordischen Skisportler. So fand in diesem Jahr in Trondheim die nordische Ski-WM statt. Wir sagen Trondheim auf Wiedersehen, verlassen die Stadt, nehmen die Fähre von Flak nach Rørvik und folgen dem Trondheimfjord, der nun auf unserer rechten Seite liegt.
Kurz vor unserem Ziel überqueren wir erneut eine der vielen großartigen Hängebrücken. Die 1010 Meter lange Skoronsundbrua. Wir sind nun kurz vor Stiklestad, wo wir für heute ein Hotel gebucht haben. Was wir zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht wissen, in Stiklestad fand eine der bekanntesten Schlachten Norwegens statt. Außerdem befindet sich hier ein Kultur- und ein Volksmuseum. Die Schlacht ereignete sich im Jahre 1030. Dabei starb der ehemalige König Olaf II. Haraldsson, der kurz darauf heilig gesprochen wurde. Heute ist er als Olaf der Heilige weit über Skandinavien hinaus bekannt. Auf der Mittelalterfarm und im Volksmuseum kann man in die Vergangenheit eintauchen. Alte Gebäude und Alltagsgegenstände zeigen anschaulich, wie die Bauerngemeinden der Umgebung im 16. bis 18. Jahrhundert hier gelebt und gearbeitet haben. Da es hier oben kaum noch dunkel wird, können wir noch weit nach 22 Uhr bei einem kleinen Spaziergang die alten Gebäude und Hütten erkunden. Heute sitzen wir schon früh morgens wieder auf dem Motorrad und setzen unsere Reise fort. Von Stiklestad geht es zurück an die Küste entlang der FV17 mit Sandnessjøen als eigentlichem geplantem Tagesziel. Warum wir am Ende jedoch in Mo i Rana landen, erzähle ich euch später. Zum Wachwerden gibt's gleich mal eine gröbere Schotterpiste, bevor wir wieder auf Asphalt wechseln. Nicht nur in Skandinavien muss man bei jeder Kurve mit etwas Unerwartetem rechnen. Hier ist es zum Glück nichts Aufregendes, sondern nur die 336 Meter lange Foldabrua. Übrigens, Brua bedeutet auf Norwegisch schlicht und einfach Brücke. Am Bindalsfjorden entdecken wir auf der gegenüberliegenden Uferseite einen schönen Wasserfall. Ein perfekter Moment, um eine Pause einzulegen und die Drohne in die Luft steigen zu lassen. Ja, genau.
Dort wartet die erste von insgesamt 3 Fähren auf uns, die wir heute nehmen werden. Die Überfahrt von Holm nach Venesund. Bei strahlendem Wetter genießen wir die kurze Überfahrt, lassen den Blick über den glitzernden Fjord schweifen und winken der entgegenkommenden Fähre zu. Von Venesund bis zur nächsten Fähre in Hörn sind es knapp 50 Kilometer. Kein Wunder, dass wir schon kurz darauf am Hafen stehen und auf die Abfahrt warten. Die Überfahrt von Hörn nach Olderswogen dauert nur 18 Minuten, da könnte man fast auf dem Motorrad sitzen bleiben. Die Fahrt zum nächsten Fährhafen fällt dieses Mal noch kürzer aus, knapp 17 Kilometer. So erreichen wir schnell Vorweg und haben genügend Zeit für eine kleine Pause. Die Überfahrt von Vorweg nach Tjötta dauert dafür etwas mehr als eine Stunde und bietet uns Zeit, die atemberaubende Aussicht auf Fjorde, Schären und Berge in vollen Zügen zu genießen. Doch irgendwann endet jede Fährfahrt und so verlassen wir das Schiff am Hafen von Tjötta. Für uns geht es nun weiter in das nur 40 Minuten entfernte Sandnessjön. Es ist kurz vor 6 Uhr abends, als wir unser Tagesziel erreichen. Während der letzten Fährfahrt hatte ich versucht, dort eine passende Unterkunft zu finden. Doch leider war nichts verfügbar. Da wir heute ohnehin mehr auf den Fähren als auf der Straße unterwegs waren, das Wetter einfach genial ist und die Sonne kaum noch untergeht, beschließen wir spontan, unsere Fahrt bis nach Mo i Rana zu verlängern, wo wir für den Abend ein Hotel ausfindig machen konnten. Anstatt den fast 9 Kilometer langen Korgfjelltunnel zwischen Knutlia und Korgen zu nehmen, biegen wir kurz vorher auf eine kleine Landstraße ab, die uns über den Korgfjellet führt, der auf etwa 550 Metern über dem Meeresspiegel liegt. Erst hier merken wir so richtig, wie weit wir schon nach Norden vorgedrungen sind. Während am Sonjefjellet und am Tindevegen der Schnee erst ab knapp 1200 Metern lag, zeigt er sich hier schon auf deutlich niedriger Höhe. Wir passieren die Passhöhe, wo im Winter gerne Wintersport betrieben wird.
Kurz vor 8 Uhr abends erreichen wir Mo i Rana. Uns bleibt genügend Zeit, etwas zu essen und die kleine Stadt nahe dem Polarkreis zu erkunden. Sehenswert sind zum Beispiel die Statue Hafmannen am Hafen oder das Kaigatta-Quartier, ein historisches, malerisches Wohnviertel, das für seine bunten Holzhäuser und engen Gassen bekannt ist. Gut ausgeruht und nach einem ausgiebigen Frühstück setzen wir unsere Reise fort. Nach unserem gestrigen Abstecher nach Mo i Rana geht es heute weiter Richtung Norden. Und endlich überqueren wir den Polarkreis. Von hier an geht die Sonne nicht mehr unter. Unser Tagesziel ist Budö, wo wir morgen die Fähre auf die Lofoten nehmen möchten. Dass die Norweger fußballverrückt sind, zeigt dieser Anhänger des FC Liverpool mit seinem liebevoll dekorierten Vorgarten. Was uns nun hier oben ebenfalls häufiger begegnet, sind die Warnschilder vor Elchen. Trotzdem wollen wir es uns nicht entgehen lassen, vielleicht doch eines dieser riesigen Tiere sehen zu können. In Skilbrockhaven warten wir auf die erste Fähre des Tages. Die Überfahrt nach Gjesvik dauert knapp eine Stunde. Doch das eigentliche Highlight ist nicht die Fahrt selbst, sondern der Moment, in dem wir mitten auf dem Wasser den Polarkreis überqueren. Wir sind nun offiziell im Land der Mitternachtssonne. In Gjesvik angekommen, öffnet sich die Luke der Fähre wie das Maul eines Wals und spuckt uns ins Freie. Weiter geht die Fahrt. Kaum eine halbe Stunde später erreichen wir Åsgård und warten auf die nächste Fähre, die uns nach Furøy bringt. Wenige Minuten nachdem wir die Fähre verlassen haben, erblicken wir auf unserer rechten Seite den mächtigen Svartisen-Gletscher, der mit 370 Quadratkilometer der zweitgrößte Gletscher Norwegens ist. Schon allein aus der Ferne wirkt er gewaltig und beeindruckend. Es gibt viele Rastplätze, an denen man eine Pause einlegen kann. Doch dieser hier ist besonders. Nicht nur wegen des modernen Designs der Toilette mit Meerblick, sondern auch wegen der Gedenkstätte für das norwegische U-Boot Ureda, das im Februar 1943 auf eine Mine lief und mit seinen 42 Mann starken Besatzung in den eisigen Fluten vor der Küste unterging. Auch in Norwegen wird man gelegentlich von einer Baustelle ausgebremst. Doch statt am Rotlicht zu warten, reiht man sich hinter einem Begleitfahrzeug ein und fährt im Schritttempo, fast wie in einem Formel-1-Rennen, hinter dem Safety Car. Kurz vor unserem Ziel Budö überqueren wir den Saltstraumen,
den stärksten Gezeitenstrom der Welt und eines der spektakulärsten Naturphänomene Norwegens. Er entsteht durch die Gezeiten. Das Wasser vom offenen Meer und aus dem Stierstadtfjord hat bei Ebbe und Flut unterschiedliche Pegelstände. Durch die enge Passage strömt das Wasser mit bis zu 37 Stundenkilometer hinein und hinaus. Dabei entstehen die riesigen Wirbel und Strudel, für die der Solströmen berühmt ist. Nach einem langen Tag haben wir nun Bülow erreicht. Für heute Abend steht ein kleiner Stadtrundgang auf dem Plan und wir freuen uns besonders auf die zahlreichen Street-Art-Bilder. Gleichzeitig möchten wir an dieser Stelle dieses Kapitel abschließen. Im nächsten Teil setzen wir auf die Lofoten über und reisen weiter Richtung Norden. Wenn ihr also wissen wollt, wie es weitergeht und euch dieses Video gefallen hat, abonniert unseren Kanal, gebt uns einen Daumen hoch und schreibt uns einen Kommentar. Wir freuen uns darauf. Wir sagen Tschüss und bis bald.